Liebe Freunde des gepflegten Dentertainments, heute zeigen wir euch von der IDS unseren Besuch am Stand von Amann Girrbach. Viel Spaß damit! Wir sind der Einladung zu Amann Girrbach gefolgt. Und wen treffen wir da? Eine alte Freundin von uns, die Wiebke. Wiebke und ich kennen uns jetzt, oder auch Wiebke kennt auch Flo und mich schon seit ein paar Jahren. Und lang ist es her und ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, Wiebke. Ja, freut mich auch, danke. Und ja, zeig mir ein bisschen was. Wir sind heute hier, du willst mir AG Live zeigen, glaube ich, ne? Ja, unter anderem AG Live. Also AG Live ist der Dreh- und Angelpunkt bei uns bei Amann Girrbach in dieser gesamten Kommunikationsstrecke zwischen Praxis und Labor. Okay. Also AG Live bietet eigentlich viel mehr als nur eine Plattform, um Daten von A nach B zu schicken. AG Live ist wirklich dafür da, um Patienten zu sortieren, um auch Materialien perspektivisch besser ordern zu können. Wir haben eine direkte Das heißt, ihr macht den Anbindung. Warenkorb darüber Exactly. und die Patientenverwaltung und die ganz Case-Verwaltung. Genau. Alles in einem Portal. Schnittstelle zu einer PVS mit dabei? Nein, aktuell noch nicht. Schade. Kommt aber, denke ich. Aber genau, das kommt noch. Okay. Und das heißt, in AG Live geht das Ganze los. Hier steht ein alter Bekannter, Genau. Den kennen wir. Genau, den Scanner haben wir bei uns eingebunden, ideal eingebunden und validiert, vor allen Dingen in dieser gesamten Prozesskette. Okay. Das heißt, das funktioniert eigentlich so, dass man über AG Live alles startet, was man so machen möchte. Man startet den Scan-Prozess, indem man hier, ich reiße es nur mal ganz kurz an, wir sehen hier alle Cases, die wir jetzt mit dem Scanner gemacht haben. Wenn man sagt, man möchte einen neuen Fall eröffnen, würde man das halt entsprechend dort hier dann den Scan-Prozess starten. Und dabei fungiert auch AG Live als Startpunkt für den Scan-Prozess, bedeutet, dass die Software auch über AG Live gestartet wird. Ich muss nicht eine separate Software öffnen. Das macht alles AG Live für mich. Und wenn wir uns dann auch mal anschauen, wenn ich jetzt mal Scans schon erfasst habe, wie in diesem Beispiel, kann ich hier unten über diesen Button, da steht dann die MindDRS Software, die startet dann automatisch auch den Designprozess für den ShareSide-Prozess. Ich könnte jetzt aber auch, also du hast gerade schon richtig hingezeigt, wir gehen auf die ShareSide. Hier hinter mir steht das Cebris-System. Ja, ist für uns die perfekte Ergänzung. Kriege ich also auch direkt mit rein, die Daten? Kriegen wir auch direkt mit rein, weil das AG Live-Portal ist eine offene Plattform. Da kannst du Cebris-Daten reinladen, da kannst du Röntgenbilder reinladen, Patientenfotos, alles über AG Live gebündelt. Kannst du dann an deine Partner schicken, ganz so, wie du das möchtest und wie du das brauchst. Okay, oder eben dann jetzt in dem Fall in diesen ShareSide-Workflow dann einsteigen. Genau, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Okay. Also, genau, das ist bei uns auch Exocad-basiert, wie man das aus unserem Laborbereich kennt. Okay. Man kann da wirklich in wenigen Klicks eine Krone konstruieren, landet auch automatisch im Nesting-Prozess. Diese beiden Maschinen, also das Connection Kit und die Fräsmaschine, kommunizieren über WLAN. Die finden sich, wenn die im gleichen Netzwerk sind. Ganz intuitiv und ganz einfach. Und die Daten werden übermittelt und das ist der eine Weg. Okay, den willst du uns jetzt zeigen. Wie ihr wisst, ich konstruiere ja nicht selber. Ich würde jetzt an den Flo übergeben. Der kriegt jetzt mein Mikro und bis später. Sehr gerne, bis später. Du hast das Max ja jetzt schon erzählt. Du hast hier eine Krone konstruiert quasi in wenigen Schritten. Genau. Jetzt nochmal zum Verständnis. Wir haben die Kommunikation quasi mit dem Labor findet über diese AG Live-Schnittstelle statt. Das heißt Datenerzeugung beim Behandler. Ja. Konstruktion kann dann aber auch im Labor erfolgen. Es gibt alle möglichen Wege, wie das kombiniert werden kann. Da hatten wir eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Finde ich eine sehr coole Sache, dass das quasi wirklich überall herstellbar und auch veredelbar ist ja tatsächlich. Ja, genau. Was ja zu diesem kompletten Prozess einfach gehört irgendwo. Ja, genau. Also wir bieten eigentlich die volle Flexibilität. Ne? Wie du schon sagst, du kannst es ShareSide machen, wenn du möchtest. Wenn du aber noch gar nicht ganz so fit bist in den Designprozess oder größere Restaurationen rausschicken möchtest, kannst du den Datensatz einfach ganz Standard, nenne ich jetzt mal, ins Labor verschicken. Und kleinere Konstruktionen könnten als Design im Labor landen, aber wieder zurückkommen über die AG Live-Plattform und auch dann wieder hier gefräst. Das ist wirklich alle Möglichkeiten. Okay, also welche Daten gehen genau in AG Live rein und welche Daten fallen hinten wieder raus? Welche Informationen kann ich vorne einfügen und welche sind dann für den Techniker zum Beispiel verfügbar? Was geht da alles? Also wir haben eben schon Cebris gehört. Eigentlich kannst du alles einladen, was du möchtest. Okay, sämtliche also DVT-Daten theoretisch auch. Also ich kann alle Informationen tatsächlich mit
meinen Partnern teilen und dementsprechend genau. auch steuern, welcher Partner bekommt was. Ganz genau. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel 4 verschiedene Labore haben. Das eine macht alle meine Implantatversorgung, das dritte macht nur Einzelzahnkronen oder wie auch immer. Ja. Das wäre hierüber auch denkbar. Genau, und Agilife ist kostenlos. Vielleicht ist auch noch Kostenlos? Dann müssen wir das vielleicht auch mal ausprobieren. Das solltet ihr auch mal machen. Ihr seid ja nicht so weit von mir entfernt. Hervorragend. Wollen wir ein bisschen in Richtung Fräsung und Veredelung tatsächlich weitergehen? Ja, oder? möchtest du einen Fräsprozess sehen oder reicht dir das, wenn wir erstmal so die Ich glaube dir, das angucken? funktioniert. Ja, das ist gut. Ja, das ist aber wichtig zu sagen, weil wir kommen natürlich aus der Maschinenwelt. Ja? Okay. Unsere Laborwelt ist ja recht groß mit den großen Labormaschinen und den kleinen. Habt ein bisschen übertrieben, was die Anzahl der Rondenplätze angeht, oder? Du wirst nicht glauben, wie viele Zahnarztpraxen sowas auch kaufen. Okay, Wahnsinn. Weil die auch im Laborbereich dann entsprechend sowas brauchen, um über Nacht viele Restaurationen fräsen zu können. Ich habe eben gesehen, was ganz interessant ist. Ich habe jede Menge kleine Blöckchenhalter für die Ivoclar-Keramiken gesehen. Genau, als Beispiel, ja. Ja, das ist schon auch das, was wir ja täglich zu tun haben, quasi das Wechseln, Ausschrauben aus dem Blank, Einschrauben in den Blank, Restaurationen. Das ist schon eine nervige Sache. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das echt eine Arbeitserleichterung ist. Ja, das stimmt. Ich meine, da geht aber dann auch der Trend zur Zweitmaschine zum Beispiel. Ja, weil wenn du dir vorstellst, die große Maschine fräst aus einer Ronde. Ja, klar. Das heißt, die ist beschäftigt mit Schienen, mit großen Konstruktionen. Ja. Und die kann dann nicht mal eben schnell eine kleine Krone ausschleifen. Maschinenzeit ist pures Geld. Das ist Genau. bei uns genauso. Ganz genauso. Wenn unsere Maschine läuft, dann läuft die für die Woche oder wie auch immer durch. Das muss nun mal so sein. Genau. Und deswegen gibt es auch kleinere Maschinen, die auch andere Sachen können. Ja. Bei unserer Motion DS ist es so, dass wir eine autarke 4-Achs-Nass-Spindelmaschine haben. Okay. Das heißt, hier ist der Kompressor integriert, hier ist ein Computer integriert, hier ist ein Also Wassertank in dem integriert. Gerät steckt quasi, das ist Alles komplett alles drin. Plug and play. Lautstärke? Leiser als bekannte andere Fräsmaschinen, die ich Bekannte nicht namentlich nennen möchte. Okay. Genau, es ist halt Da eine reden wir nachher noch Spindelmaschine. mal drüber. Reden wir nachher drüber. Genau, hier ist ein integrierter Wassertank, wie gesagt. Ist ein Plug-and-Play-Produkt. Du brauchst einfach nur Strom. Die Kommunikation findet über WLAN statt. Und das war's im Grunde. Vielleicht ein paar Features, die wir uns mal anzeigen lassen können. Wir haben RFID-Codes in den Instrumenten verbaut. Okay. Das heißt, diese Codes befinden sich hier drin. Der RFID-Reader befindet sich innerhalb der Fräskammer. Das heißt, sobald ich hier Okay, die Fräsen werden einspanne, quasi direkt mit dem Kopf eingespannt. Genau, die werden direkt eingespannt. Und es findet immer so eine Inventur statt. Wenn ich jetzt die Tür mal schließe, siehst du, dass sich das immer dreht. Also Erfassung, Fräserzeit, Wechselzeiten und so weiter ist völlig autonom. Genau. Das kann quasi darüber gesteuert werden. Genau. Und das heißt auch, dass die Maschine merkt, wenn jetzt eine Brücke oder eine Krone gefräst werden soll, ob die Fräser noch ausreichen. Ansonsten kommt der Hinweis, bitte Fräser wechseln, bisschen Wasser wechseln. All das wird automatisch erzeugt. Darüber hinaus ist hinten eine kleine Kamera verbaut. Stellt sie auch schon automatisch nach bei euch, oder? Ja, du lachst. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Und deswegen ist es ist auch gar nicht so, Ja? es ist so, dass wir genau den Gedanken halt verfolgen. Es ist so, dass das AG-Live-Portal sich merkt, was für Materialien verfräst werden. Okay. Wir haben eine direkte Anbindung an den Webshop und perspektivisch wird es tatsächlich so sein, dass AG-Live weiß, was hast du bestellt. Sind deine 10 bestellten Blanks verbraucht, erinnert die sich daran, dass du vielleicht nachbestellen müsstest mal solltest. wieder. Genau. Hervorragend. Also das ist genau die Idee dahinter. AG-Live ist halt, wie gesagt, mehr als nur hin und her schicken. Okay. Ja, dann die letztendliche, die Krone fällt aus der Maschine. Ja, Was machen wir dann? genau. Wenn die Krone aus der Maschine fällt, vielleicht haben wir hier ein Beispiel. Was ihr jetzt in euren Schubladen habt. Ja, Messeschubladen sind ganz hervorragend. Genau, die sehen dann so aus. In dem Fall ist es Zirkonoxid. Kommen dann natürlich überdimensioniert raus. Das kennst du besser als ich. Und werden dann im Zirkonofen. Das heißt, für dieses Blöckchen ist auch automatisch Sinterschrumpf und alles hinterlegt. Das wird quasi auch per RFID-Chip eingelesen, oder? Ganz genau. Hier sind die Codes drauf und das wird gelesen mit dem Barcode-Reader. Das heißt, bevor der Fräsprozess startet, wird einmal ein Abgleich gemacht, ob das, was ich in der Software angegeben habe, auch hier eingespannt wird. Okay. Und darüber kann auch perspektivisch eine Dokumentation erfolgen, Klar. sodass wir das alles MDR konform... lässt grüßen. Ja, richtig. Hervorragend. Und all unsere Prozesse sind genau darauf abgestimmt. So, wir behalten das in der Hand. Ja, wir behalten in der Hand. Wir machen jetzt was man normalerweise nicht macht. Ne? Ich habe nichts gesehen. Okay.
Genau, dieses Panel ist das Bedienpanel für den TMDRS-Ofen. Man kann darüber eigentlich die gesamte Ofensteuerung übernehmen. Ich öffne mal die Tür. Ich glaube, da liegt schon eine Krone drin. Da wird die Krone halt eingelegt, mit der Kaufläche zuerst und dann auf Start gedrückt. Und dann geht der ganze Sinterprozess los. Das Tolle daran ist, Einzelzahnversorgungen werden da innerhalb von 20 Minuten gesintert. Rücken innerhalb von 30 Minuten. Und jetzt erzähle ich dir noch was Schönes. Ist mir aufgefallen, dieser Teller, auf dem das Ganze lag, ist relativ klein. Das heißt, es ist wirklich ausgelegt auf Einzelfertigung eigentlich. Ja. Also das System ist wirklich theoretisch zumindest dafür gedacht. Es steht in der Zahnarztpraxis. Der Zahnarzt sollte die Produktion quasi übernehmen und dann diese Versorgung auch direkt in-house fertigstellen können. Das ist eigentlich der Grundgedanke dahinter. Weil um große Quantitäten zu fräsen, ist es ja, also wenn ich das nochmal aufmachen darf. Ja. Also würde man eine Brücke drauf bekommen, so ungefähr. Genau, vielleicht eine 4, maximal 5gliedrige, je nachdem. Das liegt aber daran, dass es hierbei ein High-Speed-Zirkonofen ist. Okay, verstehe. Und, die Brennkammer entsprechend klein, die Temperaturverteilung gleichmäßiger und so, dass es halt einfach Zunder gibt. Genau, richtig. Das wird aber auch im Laborbereich benutzt, deswegen sträube ich mich von dieser Chair-Zeit. Also der ist auch dafür da, das haben wir heute Morgen noch in einem Vortrag gezeigt, Abutments zum Beispiel. Im Schnellsinterverfahren macht man Abutments und du hast die Krone, fräst du fertig und setzt alles auf. Genau, perfekt. Solche Dinge sind auch möglich oder einfach die Flexibilität zu haben, wenn die Zeit mal knapp wird. Genau. Veredelt wird dann auch in dem Ofen, also quasi der Glanzbrand oder ähnliches wird dann auch hier drin gemacht. Also das heißt, die Einheit besteht aus Intraoral-Scan, der Milling-Unit und quasi dem Sinterofen. Ganz genau. Ja. Und das ist halt ganz schön, dass du da auch, also das ist ein offenes System, das sage ich immer ganz gerne, dass wir hier vorinstallierte unsere eigenen Programme haben. Aber du hast auch die Möglichkeit, 85 weitere Programme individuell zu gestalten. Apropos offen, könnte ich auch zum Beispiel ein Blöckchen eines anderen Herstellers, ich brauche ein anderes Material, kann ich das theoretisch verarbeiten, auch wenn es nicht in der Liste hinterlegt ist? Oder ist es quasi so, dass wir rein über diesen RFID-Chip gehen können und das ist quasi in dem Sinne dann das Material, was wir verwenden sozusagen? Ja, also wir haben da eine validierte Prozesskette, das ist uns ganz wichtig. Das heißt, du kannst uns nicht alles geben der Maschine, aber Kooperationspartner ist die Ivoclar und wir arbeiten an der Kooperation mit der Vita. Das heißt, das wird in nächster Zeit auf jeden Fall kommen. Und als UN-Mandrell gibt es dann die temporären Blöcke. Das heißt, temporäre Blöcke und perspektivisch gegebenenfalls noch andere können dann auch in der Maschine geschliffen werden. Aber selber anlegen kann ich die nicht? Nein. Okay, gut. Weil das halt in dieser Prozesskette alles abgedeckt werden muss. Genau. Ich habe hier gerade noch gesehen, apropos IMAX, hier hinten steht dann quasi noch der Kristallisationsofen. Ganz genau, den brauchst du dann fürs IMAX. Okay, gut. Ja. Ja, ist nicht viel Gerät, was man braucht, oder? Nee, und ich finde, es ist sehr übersichtlich, es ist in meinen Augen sehr smart gelöst. Man wird durch diesen ganzen Workflow geführt und ja, es macht Spaß und sieht auch noch gut aus, finde ich. Hervorragend. Wiebke, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Vielen Dank. Wir werden jetzt noch eine kleine Tour über den Stand machen, noch so ein bisschen was die Eindrücke einfangen und dann schauen wir einfach weiter. Super, viel Spaß, ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald hier in Frechen bei Köln. Das hoffe ich auch. Auf eine kleine Präsentation nochmal in der Praxis. Kaffee, ne? Und auf einen leckeren Kaffee, ich würde mich freuen. Bis bald. Gerne. Ciao. Ciao.